Oh, da seid ihr ja schon. Ich bin aber in Vorbereitung. Ich mache noch einen Tzatziki vorweg. Ich meine, wie man den macht, habe ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt. Ansonsten habt ihr auch noch mal den Link. Ihr könnt auch einen kaufen, wenn ihr keinen Bock habt, den selber zu machen. Dann ist alles viel schneller. Ich mache meinen selber, deswegen ich muss ein bisschen Vorbereitung machen. Ich sage euch Bescheid, wenn es losgeht. Kommt aber wieder. Ihr seid ja schon wieder da. Ich mache noch Pfannengyros. Ich brauche für das erst noch den Gyros und dann mache ich Pfannengyros. Das habe ich vor kurzem schon auf meinem Kanal gezeigt, das könnt ihr ganz einfach nachmachen. Oder ihr kauft euch fertiges Gyros oder vom Schlachter und macht es euch fertig. Ganz easy. Ich mache das hier kurz fertig. Es dauert ja nicht lange, so ein Gyros mal kurz durchzubraten. Soll schon knusprig werden, aber lange dauert es ja nicht. In der Zeit könnt ihr schon mal liken und hypen. Dafür kriegt ihr auch Putzfreund. Hypen, was ist das? Das ist ganz einfach. Sobald ihr ein Like da lasst, innerhalb von 7 Tagen nach Veröffentlichung dieses Videos, dann könnt ihr hypen. Und das bringt mich voll nach vorne. Also egal wie oft ihr liked, hypen ist viel wichtiger, aber dafür müsst ihr erstmal liken. Also, schaut euch das Football an und dann geht's aber wirklich los. Moin, mein Name ist Marc, das ist Dad's Barbecue, That's Barbecue. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und vielleicht sogar das Video gehypt habt. Das würde mich natürlich noch mehr freuen. Ich mache heute ein ganz einfaches, schnelles Video. Es ist ein Zupfbrot, also ein Fladenbrot gefüllt. Das habe ich schon mal vor 2, 3 Jahren gemacht mit anderen Füllungen. Da gab es, glaube ich, deftig und italienisch. Heute wird es griechisch. Ich habe noch ein weiteres für dieses Jahr vorgesehen, aber ich dachte, machen wir mal 2 Videos draus. Das soll als Idee dienen. Außerdem ist Sommerzeit, da sind kurze Videos genau das Richtige. Ich habe im Prinzip schon alles vorbereitet, das steht hier schon, deswegen ist das Video heute auch nicht so lang. Das heißt, ich hole euch ran, wir gehen die Zutaten zu, wir füllen das Ganze mal. So, die ganzen Zutaten, die wir jetzt durchgehen, sind von mir nur als Tipp. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen nehmen. Also ich habe schon mal Gyros vorbereitet, ich habe Hähnchen genommen, ihr könnt Schwein nehmen, ihr könnt sogar Rind nehmen. Leckere Würzung dazu, richtig geil. Ihr könnt es kaufen, ihr könnt es selber machen, wie ihr wollt. Dann habe ich Tzatziki selber gemacht, ihr könnt ihn aber auch kaufen. Oder ihr nehmt eine Metaxa-Soße, auch mega geil dazu. Dann vielleicht kein Schafskäse, wir haben schon mal einen kleinen Würfel geschnitten, sondern vielleicht einen Cheddar. Wenn ihr Metaxa-Soße nehmt. Habt ihr auch eine geile Kombination. Petersilie, immer gut für die Deko. Tomaten, da habe ich jetzt ohne Kerngehäuse genommen, damit ich nicht zu viel Wasser habe. Rote Zwiebeln in Halbringe geschnitten. Ihr könntet aber auch Pink Onions nehmen, wozu ihr Bock habt. Ihr könnt sogar weiße nehmen, dann könnt ihr vielleicht sogar würfeln. Also was ihr am liebsten mögt. Oder was ihr da habt. Dann habe ich hier Kalamata-Oliven in Scheiben geschnitten. Auch da seid ihr frei. Ihr könnt grüne nehmen, ihr könnt auch diese schwarzen mit Rostschutzmittel hergestellten nehmen. Ich nehme immer gerne welche, die auf dem Baum gereift sind, ohne irgendwelche Chemikalien. Deswegen nehme ich mir die Kalamata. Ja, und dann habe ich hier 2 kleine Fladenbrote. Ihr könnt aber auch ein großes Fladenbrot nehmen. Aber das hatte ich beim letzten Mal auch schon. Das war richtig geil dazu. Und wenn ihr jetzt kein frisches Fladenbrot habt, wenn ihr das vom Vortag habt, dann einfach ein bisschen Wasser dran geben, ein bisschen antupfen. Und das verdunstet dann beim Zubereiten nachher. Und das ist auch wieder schon knackig, das Ganze. Das Gleiche, wenn ihr das auf dem Pizzastein macht. Da verbrennt der Boden ja aufgrund der Hitze vom Pizzastein. Auch da ein bisschen Wasser dran geben, drauflegen. Das verdampft dann. Und dann habt ihr richtig geil knusprigen Boden, aber nicht verbrannt. Ja, und dann werden wir sie mal wieder füllen. Das heißt, ich mache wieder einen Kreuzschnitt. Machen wir so einen Stern drauf, vorsichtig. Vorsichtig sein, dass ihr nicht durchpiekst. Ihr wollt so Taschen haben zum Hochheben, damit ihr dann im Prinzip das nachher zupfen könnt und essen könnt. Oder schneiden könnt und essen könnt, wie ihr das nachher möchtet. So, dann habt ihr hier im Prinzip wieder die Taschen. Dann war hier beim anderen auch noch und dann füllen wir sie schon. Der Tzatziki ist nachher eigentlich zum Dippen da. Ihr nehmt dann so ein Stück und dippt das dann in Tzatziki ein. Aber ich gebe als Grundlage so ein bisschen schon mal Tzatziki rein. Er ist einfach zu lecker geworden, als dass ich ihn nicht andauernd benutzen würde. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze mit Metaxa-Soße macht, kommt die Metaxa-Soße natürlich oben drüber und der Cheddar auch. So, dann natürlich Gyros drauf. Da könnt ihr jetzt heißes nehmen, wie ich jetzt gerade.
Oder ihr nehmt welches bei Zimmertemperatur. So, ihr hört es so leicht so ein bisschen regnen. Das ist der Grund, warum ich heute wieder unterstehe. Es soll mich den ganzen Tag heute wieder mal regnen. Ein geiler Sommer. Und da freut man sich doch, wenn man was ordentlich Leckeres hat, was an so ein bisschen an Urlaub erinnert. Dann nimmt ihr Tomaten und verteilt die auch so drüber, dass überall so ein bisschen Tomaten sind. So ein bisschen Frische. Das gleiche macht er natürlich auch mit den Oliven, wer es erwartet. Ihr könnt das Ganze auch vorher mischen und einfach als Salat hinzugeben. Und wer sagt, Oliven ist aber nicht so meins, die mag ich gar nicht, der lässt die jetzt einfach weg. Und könnte zum Beispiel dafür Gurken nehmen. Dann noch ein bisschen Schafskäse und ich gebe zu, ich habe, glaube ich, zu viel geschnitten. Noch ein paar Zwiebeln oben drauf. Versucht es immer so ein bisschen nach hinten zu verteilen, weil ihr wollt das ja nachher vernünftig essen können. Und schon sind sie fertig für den Grill. Ja, es regnet in Strömen, deswegen gehe ich alleine und grille auch heute mal wieder unter Überdachung. Und jetzt kommt es einfach, vorsichtig, oben auf den Ablagerost. Deckel zu und ungefähr 7 Minuten warten, dann ist es richtig geil. Ja, und da sind wir schon durch. Das war schon. Ich habe jetzt hier mein erstes Stück schon mal freigeschnitten und es sieht echt köstlich aus. Gyros, alle Zutaten drin und es ist knusprig. Ich probiere es mal mit dem Tzatziki, so wie es gedacht ist. Einfach eintunken und... Hat er immer gesagt, das ist wie Gyros Fladen? Nein, das ist ganz anders. Das ist eine Zuppbrot-Variante. Aber genauso lecker. Das ist richtig. Also wirklich richtig einfach, richtig genial. Ihr könnt die vorbereiten, ihr könnt die reinstellen, grillen, fertig. Ihr müsst euch dann nicht mehr mit dem Füllen beschäftigen. Ihr könnt es aber hinstellen, teilen und schon kann jeder Zupfbrot essen. Ja, war schon. Es ist unwahrscheinlich lecker. Was soll ich erzählen? Es schmeckt wie Gyros Fladen. Es ist ein Zupfbrot, Gyros Fladen, wie ihr es nennen wollt. Es ist aber auf jeden Fall lecker, einfach zubereitet. Wer auf Gyros steht, wird es lieben. Ja, wenn das Video ordentlich gehypt wird, dann kriegt ihr dieses Jahr noch eine Zupfbrot-Variante, wo ihr sagt, boah, darauf wäre ich nie gekommen. Also, seid gespannt, was das sein könnte und hypt das Video schon. Bis dahin heißt es für euch natürlich wieder, trotzdem freue ich mich über jedes Abo, was abgeschlossen wird. Unten die Glocke aktivieren, verpasst ihr nichts mehr. Alle Rezepte, auch das wieder bei mir im Blog. Hier habt ihr weiter das griechische Video, noch ein Video. Und wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt That's Barbecue, That's Barbecue. Bis dann, ciao.